Also an jedem Schild steht ja Kassel Documenta statt. Also es ist auch Aushängeschild irgendwo. Und präsent ist Kunst, Kultur dann aber auch speziell, wenn die Documenta stattfindet. Ansonsten wird viel Möglichkeit an Ausstellungsorten oder unkommerzieller Kunst zerstört nach und nach oder abgebaut und Neues wird weniger geschaffen. Ja, ich glaube, es ist Fluch und Segen gleichzeitig, weil es natürlich der Stadt Kassel und auch dem ganzen Nordhessen-Gebiet natürlich super viel Geld einbringt und das, also ich glaube, es ist schwer zu sagen, ist es positiv oder negativ, aber natürlich, ich glaube, Kassel erlebt auch immer jede 5 Jahre so einen extremen Aufschwung und es sind super viele Leute da. Zum Beispiel, ich habe schon von irgendwelchen Hotelmenschen gehört, dass sie ihren ganzen, also sie finanzieren sich mit dem einen 3-monatigen Documenta-Geld über 5 Jahre. Also einfach, weil sonst eben nicht viele Leute hier sind. Die Documenta ist sicherlich in Deutschland die bedeutendste Kunstschau und hat natürlich dieses Jahr noch eine besondere Komponente, dadurch, dass es 2 Standorte gibt, nämlich Athen und Kassel. Und das ist auch der Anlass für uns, heute hier zu sein. Der 10. Juni ist nicht nur der Eröffnungstag der Documenta hier heute in Kassel, sondern ist der wichtigste Jahrestag in Griechenland zur Erinnerung an die Nazi-Verbrechen. Meine Gruppe Arbeitskreis Distromo befasst sich mit der Thematik der Nazi-Verbrechen schon seit langer Zeit und wir arbeiten dafür, die Erinnerung zu erhalten, daran zu gedenken und uns für die Opfer dieser Verbrechen einzusetzen. Ich studiere seit 5 Jahren in Kassel und als ich hierher gezogen bin, war ich auf der letzten Documenta, habe das aber nur so am Rande mitbekommen. Habe mich aber schon seit längerem darauf gefreut eigentlich auf die Zeit der Documenta, weil es halt sehr kreative Zeit ist und sehr viele Leute nach Kassel kommen und es sehr spannend ist. Ja, also es ist eigentlich schön, aber natürlich auf der anderen Seite ist es kritisch zu sehen, dass die Documenta als Institution so viel Macht bekommt. Seit 1964 bin ich also auf jeder Documenta gewesen. Meine schönste Documenta war 1968, weil ich mit einem Künstler befreundet war. Und ich habe sie in Erinnerung als eine fröhliche Documenta. Wenn man das aber eigentlich nachliest, ist eigentlich keine Documenta fröhlich gewesen. Und ich habe dann alle Documenten bisher besucht und ich muss sagen, es ist faszinierend, welche Entwicklung das genommen hat. Jeder Kurator oder Kuratorin, die das übernommen haben, sind völlig frei in ihrer Entscheidung, was sie machen und wie sie das machen. Und da kann ihnen keiner reinreden. Und sie halten auch alles immer sehr geheim, bis die Documenta eröffnet wird. Und dann ist das große Staunen. Ja, und diesen Lokalstolz, der die Documenta auch mit sich bringt hier in Kassel, das beeindruckt mich sehr, dass man es schafft, die Lokalbevölkerung wirklich für das Thema zu begeistern und dass auch zeitgenössische Kunst, Künstler hier in aller Munde liegen, was man nicht in jeder Stadt so findet. Das finde ich sehr schön. Also ich muss sagen, als bekannt wurde, dass ein Teil der Documenta in Athen stattfindet, das war, glaube ich, im vorletzten Sommer, waren alle Kasseler empört. Und vor allen Dingen die Kasseler Künstler waren auch empört. Und dann sind wir nach und nach dahinter gekommen, dass der Herr Cimcek mit einer Griechin verheiratet ist und dass dadurch diese Beziehung zu Athen gekommen ist. Ich fand das einen sehr eleganten und schönen Move, diese Documenta aufzuteilen und ein bisschen aufzubrechen, auch in diesem geografischen Sinne. Wurde ja auch ein bisschen vorgespult in der letzten Edition. Ich war heute jetzt im Fridericianum hier in der Sammlung der Emst und das fand ich eine der stärksten Positionen jetzt hier an dieser Documenta, erstaunlicherweise. Also ich hatte das nicht so erwartet, weil ich dachte, gut, das ist eine bestehende Sammlung. Ich hatte mich schon auch auf die neuen Kommissionen eben fokussiert bisher und ich fand das aber sehr spannend und da, klar, ist die politische Lage in Griechenland auch in Beziehungen mit Europa sehr präsent. Also in vielen Werken finde ich dieses politische Statement sehr präsent, sehr offensichtlich zum Teil, nicht immer gut,
aber doch spürbar. Being sensitive as an artist or leaning on the theme of the Documenta in your work is a choice. Some people choose not to do it because to them it's not important. Wir sind ein studentisches Projekt zur Documenta-Zeit, sind aber nicht Teil der Documenta, sondern einfach ein Team aus jungen Studenten, die sich zusammengetan haben und hier einen kleinen Kiosk aufbauen. Der Kiosk heißt Periptero, angelehnt an den griechischen Kiosk, den es überall in den Straßen in Athen zu sehen gibt. Das Motto der Documenta ist ja von Athen lernen. Und da haben wir uns überlegt, wie kann man das verbinden und auf dem Campus einen Ort schaffen, wo man Kunst aus verschiedenen Ländern kaufen kann. Talking about Athens, now it's just, I think it's mainly social politics. You know, every Documenta needs a theme. People never always agree with the theme. You know, it's just a theme. Ja, ich finde, das ist eine super spannende Frage. Ich habe mir die auch gestellt, was bedeutet jetzt von Athen lernen, was soll gelernt werden und wer möchte überhaupt lernen. So. Und dann sind wir erstmal nach Athen geflogen und ich bin da auch in ein Gespräch gekommen mit Studierenden und die fanden das super ironisch. Also sie haben gesagt, wir sollen noch andauernd von Berlin lernen, wir sollen irgendwie von Europa, von irgendwie den reichen Ländern und so weiter, wir sollen uns da doch was abgucken, was wollt ihr von uns lernen, so nach dem Motto. Und dann habe ich das für mich, irgendwie bin ich dem auf die Spur gekommen und oder habe es versucht und habe mir so meine eigene Antwort vielleicht zusammengebastelt. Also ich finde, es geht schon auch um die Frage, wie gehen wir mit Geflüchteten um. Also die stelle ich mir einfach. Da denke ich, kann man sich was von Athen, von Griechenland abgucken, als irgendwie selbst hochverschuldetes Land mit der Aufgabe, jetzt auch noch viel mehr Menschen in noch größerer Not vielleicht willkommen zu heißen und da Strukturen zu schaffen. I'm learning from Kassel, actually. I'm not learning from Greece. And I was in Greece when they launched the Documenta in April. What I found interesting was, yes, you have works that are about the parliament of bodies, that are about, you know, learning from Greece, learning from the mistakes, learning from the victories, learning from the tribulations, from the conversations that have been always silent or whispered or shouted. But at the end of the day, that's not the most important thing. The most important thing is art globally, is it being used to change people and to change the way people think? I don't see much difference between city of Kassel and general economic situation in Greece. In Germany right now, you have a wonderful factory hall here called Rheinmetall Factory, which exports weapons by the wagon every evening. So Germany has a kind of quite active object-based export army. This army kills people elsewhere in the name of whatever, economic expansion, I think, and we're living in an age of financial warfare. One aspect of that financial warfare is being waged on Greece. It's a bloodless one. It's through economic deprivation and blackmail. And the one in Syria, for example, where these weapons were first exported and now Germany is importing as a kind of a reciprocal export people from Syria who their weapons were killing. There's a different kind of warfare. It's a bloodful warfare. And there's two types of if you come from the kind of first world or Western birth of civilization, they're not going to bomb the shit out of you and clear things for new real estate. They're just going to privatize you and blackmail you and suck the life out of you. But if you're a little darker and a little bit farther away, then what they do is they bomb the shit out of you and clear your entire country so they can expand their markets there. But this is the reality that we live in, and I don't see any difference between this trade route that is being created in this particular world. So what we're learning from Athens, the same thing we learned from Belgrade, the same thing we learn from every time this type of activity happens. We live in an economic world, yeah? The theme say learning from Greece, probably Greece gives the Greek people the illusion, or maybe they're right, that it's about them. But it's 2017, the world is not about Greece. You know, Europe's not about Greece, Europe's not about Germany. Germany isn't the only country that did some horrible shit. You know, the Belgians did some really horrible shit as well. The Americans did some horrible shit. The British did. So that's not the point. To me, I think there's only one Documenta every 5 years. You know, Documenta can solve everything. It's not about it. I think where there is a problem,
where that could be legitimate is how much is being spent for Documenta. It's about 137 million euro or something like that. I don't have the precise figures, but I'm not far from it. It's a lot of money. That's a lot of money given the situation that Greece is in now. But that's what the art world is, you know. People have to live with it. So Documenta invited us to do this kind of collective work. So we are in here professors, open citizens and students from Germany, from Chile, from Italy and also from Spain. We call it this place the Hospitality Pavilion because we have a special relation between poetry and architecture and design and between poetry and arts since the last 60 years from now. We don't came here with a project or with a plan. Everything was decided in here, and every decision of the structure and the constructions was made by the participants, by the students. So in some way this is not already finished. It will never be, but for now we consider it okay, that's finished. Many years ago we have a poem, a main poem. It's called Amereida. Amereida is the reunion of the word America and Aeneid, the Aeneid from Virgilio. The Aeneid, it's an epic poem that tries to bring to the Latin tradition the Greek tradition. So Amereida is an epic poem also, and it tried to bring to Latin America the Latin tradition. So it's a trip from the Greek, from the Greeks to Latin America. This is first of all. In the other hand, we have in the open city, we consider it a very important poet, a German poet. It's Hölderlin, Friedrich Hölderlin. In fact, the name of the open city is because one of the verses of one of the poems of Friedrich Hölderlin, when he said, "Come to the open, friends." So what Hölderlin was trying to do was to bring here in Germany these Greek traditions, this Greek way of do art and poetry and etc. So for us, we have a special relation between German, Greece and our place there, the open city, because of this poet Hölderlin. How can we show or bring up this main Greek art in a way, but in a special way? For example, we are not trying to copy the Greek art. We are not trying to copy the Roman art. This is an abstract structure. Here you will not find any symbols, or we try to pull apart the significance and the symbols and the symbolic stuff. We try to be abstract and all the time. Because we believe that art is about to go to the unknown and to bring to the clarity of human race something new. So in this way, in this case, everyone can be an artist, even a football player, or not just the traditional artist. Every person who is trying to find something new in the unknown is an artist. Provengo dall'Italia, dal centro, dall'Abruzzo, e non peraltro questo è il simbolo della regione Abruzzo, rimanda al guerriero di Capestrano, quello di Obama al G8 per intenderci. Sono un bricoleur, questo è bricolage naturalmente, e il titolo dell'opera è un inno alla curiosità.
per stupire e meravigliare, far felice gli altri, questa è la mia. Mi trovo qui a Documenta come ero 5 anni fa a Documenta 13, ora è Documenta 14 naturalmente, e spero di venirci anche tra 5 anni. Per stupire e meravigliare, come ho detto, il titolo dell'opera è un inno alla curiosità. Quindi poi impiego anche la musica naturalmente, no? This is our vision, you know, because I think Documenta have a very huge and wide vision about art. We are not trying to say this is the only way to be an artist. I think in Documenta there are many artists and they have beautiful projects and piece of work. So we are not trying to say that this is the only way to be an artist, but this is our way to think about it. And if you look at the Fredericanum, you look at the Greek exposition, it's quite amazing because it puts people in the center of things. And I think with the migration crisis, and we're in troubled time. Donald Trump is president, dude. You know what I'm saying? It's kind of fucked up, actually. I mean, sorry to say it on camera, but it's kind of screwed up. So I think we're at a time when people are asking questions that are basic questions about humanity, and art should be about humanity. For the first time, Europe has to remember that they have a history too, and that you can't just choose what you take. You can't just decide to take the Greek science and not take the Greek people. You know what I'm saying? You can decide to take the African workers, their handwork, but you don't want the Africans themselves. You know, you can decide to take the Syrians because they're going to work for you guys and not accept, you know, them as people. So I think there's an interesting correlationship between what is happening here. Now, the question is, will it have an impact on the people? Does it really have an impact on the people? After this documentary, do people go home more human than they were when they came? I don't know. You know, we try to be a part of all the political issues and the context issues. We try to be very, very free about it. It doesn't mean that we don't have an opinion already, but we think that the most important thing is to try to build this hospitality, and in the hospitality everyone is welcome. The Greece people, the German people, the Latin American people from all over the world. This is the whole idea. Of course, it's some kind of utopia, but in the open city we have been trying to build this relation, this hospitality for the last 50 years. So we think it works. Ich persönlich bin ein Freund auch von Griechenland. Ich kenne jetzt in verschiedene Ecken. Wir waren noch im letzten Jahr auf Kreta. Alles sehr schön. Und man sieht ja auch, dass die Beziehung zwischen Griechenland und Deutschland sehr positiv ist. Und die Situation, die einige politische Kräfte reingebracht haben, sehr traurig sind. Also es geht ja nicht um diese paar Millionen oder paar Milliarden. Das ist alles ja, doch sehr klein, was da ist. Griechenland hat eine hohe Belastung durch die Flüchtlinge, wird meiner Meinung nach auch nicht ausreichend unterstützt. Und auch die Bevölkerung selbst leidet sehr. Ja, ich finde, es ist sehr unkonkret zum Teil. Also es gibt ja sehr viele Probleme in den deutsch-griechischen Beziehungen, die jetzt in der sogenannten Griechenland-Finanzkrise nochmal offenbar geworden sind. Und meines Erachtens könnte die Befassung mit diesem Thema konkreter sein. Es ist ein konfliktreiches Verhältnis zwischen Deutschland und Griechenland und ich meine, dass dieser Konflikt nicht genügend zum Tragen kommt. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Griechenland ist nicht harmonisch und es ist nach wie vor auch belastet durch dieses Thema der ausstehenden Reparationen und Entschädigungszahlungen. Und darauf wollen wir aufmerksam machen.
Ich bin kein Künstler, aber ich meine, dass die Kunst sich auch der aktuellen Politik und auch der Geschichte stellen muss und das in irgendeiner Form aufarbeiten müsste und sollte. Und das kann, glaube ich, aber auch nur dann passieren, wenn man mit den Menschen sich vorher in Verbindung setzt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, die politisch etwas zu sagen haben, und das lässt sich dann künstlerisch vielleicht auch umsetzen. Nur das, meine ich, habe ich den Eindruck jedenfalls, ist zu wenig geschehen. Ich denke, es ist ein bisschen umgekehrt. So, bei der Documenta ist es tatsächlich so, dass der Besucher reingeschmissen wird und in der Regel am Ende mit seinen Fragen und Zweifeln auch alleine bleibt. Das ist auch ein bisschen, wenn man dem diesmaligen Documenta-Leiter Schimschick glauben darf, Absicht. Also man soll sozusagen, wenn man einen Ausstellungsraum verlässt, alles wieder vergessen, was man gelernt hat. Also politische Kunst, ich glaube auch, dass es, wie du gerade gesagt hast, dass es einfach eine Entscheidung ist. Und also aus meiner Perspektive kann Kunst gar nicht wirklich unpolitisch sein oder der Mensch. Aber ansonsten finde ich, schafft Documenta nicht die Strukturen für ein solidarisches, internationales Beisammensein des Austauschs. Ich glaube, genau darum geht es eben, dass man nicht mehr diesen kapitalistischen Vergleich irgendwie hat von Deutschland ist Wirtschaftswunder irgendwie oder hat die beste Wirtschaft in Europa, sondern dass es eher um wieder ein Umdenken zu sozialen Strukturen geht, dass man Solidarität zeigt, dass sich Menschen, auch wenn sie überhaupt kein Geld mehr haben und überhaupt keine Perspektive, dass sie sich dann irgendwie zu Gruppen zusammenfügen und irgendwo auch zeigen, dass es auch geht. Also klar, es ist am Limit und es ist für viele, glaube ich, eine sehr prekäre Situation. Aber trotzdem zeigt es, dass sich aus solchen Situationen auch wieder vielleicht was Neues entwickeln kann, was vielleicht auch für uns eine Zukunft ist. Also zum Beispiel diese Kundgebung gestern um 10 oder die Demonstration, die war ja nicht angemeldet durch die Documenta zum Beispiel, sondern das ist ja begleitend gewesen, das war was anderes. There was a protest this morning and people are saying, no, this is not right. We need to address these issues. Okay, but the fact that they're saying it is the first step. So I hope that next time, by the time they get there to next Documenta in 5 years, maybe they would have, solved some problems. And I can bet you that in 5 years, there will still be people that are gonna have other problems. That'll be like, I thought they were gonna solve our problem, but this shit isn't solved yet. So it's a cycle. I think we have to be patient. Ich weiß nicht so genau, ich könnte es erstmal nicht sagen, dass der Auftrag besteht. Durch die Documenta lernen wir, oder durch die Documenta hat den Auftrag, wirklich Bewusstsein auch zu schärfen der Menschen. Das sehe ich nicht so. Also da sehe ich irgendwie den kritischen Teil auch der Kunst. Ich habe mir jetzt noch nicht so viel angeschaut. Wird überlagert von viel mehr anderem. Also es ist nicht der Fokus drauf. Oder ich würde auch nicht behaupten, dass nach der Documenta, nach diesen 100 Tagen, alle Menschen irgendwie das Gefühl haben, anders auf Griechenland, auf Athen zu schauen. And I keep telling these artists, I say, this Documenta cannot solve every single problem because everybody wants a spotlight on their thing. The Moroccans want to talk about their problems, the Greek wants to talk about their problems, the Africans talk about their problems, so it's all this, like, oh, oh, they did this to us. Oh, no, they did this to us. No, we got it worse than you guys. It's not a pity game. It's not a pity competition. One cannot solve everything. It's impossible. One Documenta cannot solve everything. Also ich glaube, die Documenta sieht sich auf jeden Fall als irgendwie ein Geist oder ein Spiegel der Gesellschaft, der, glaube ich, schon irgendwo vielleicht einen didaktischen Auftrag hat, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich finde, diese Documenta, also ich war noch nicht auf einer Documenta, einer anderen, aber so wie ich es jetzt mitkriege, ist es, also finde ich super didaktisch. Also es ist gerade in der alten neuen Galerie geht es eben ganz viel um Restitutionspolitik und eben noch Geschichte, die heute, also Nachkriegswirken in sozialen Strukturen. Also und ich finde, da ist schon ein hoher Fokus auf Aufarbeitung, vielleicht jetzt nicht exakt auf die Deutschland-Griechenland-Krise. Aber also für mich erschließt sich das schon, dass es auf jeden Fall, also ja, es ist halt auch die Frage, wer die Besucherinnen sind oder wer das Publikum ist. Soll das jetzt für
ich weiß nicht, ob es sich erschließt, wenn man vielleicht jetzt nicht als extrem Kunst interessierte Person da reingeht, ob es dann klar wird. Ist es das Ziel? Soll das einfach nur Didaktik sein? Also ich glaube schon, dass Kunst so diese beiden Seiten hat. Entweder man entscheidet sich, ich mache politische Kunst und dann kommt man, glaube ich, auch schwer wieder von weg. Oder man schafft Kunst und auch Räume der Gemeinschaft. I'm not saying people shouldn't claim, they should. But we as Africans, I mean, we are a small part of the Documenta, but we are here. And when we hear the Greek complain at times, I smile. I was like, guys, you ain't got it hard. We've had this shit hard for ages. We know what this shit is. Aber ich glaube, es haben halt von vornherein viele dann eben über dieses Motto Learning from Athens schon mal nachgedacht. Also da ist glaube ich, was in Gang gekommen und es wurde so ein bisschen nochmal hochgeholt, was hat denn diese Verschuldung bedeutet. Also dass das Licht darauf geworfen ist, finde ich, ist schon auch cool und macht was. Und wie es dann weitergeht und was es irgendwie für Strukturen oder für eine Schärfung des Bewusstseins hinterlässt, das weiß ich nicht genau. Ich glaube auch, dass es dann schnell wieder abebbt, so diese Brisanz und diese Thematik. Aber das muss man, glaube ich, schauen und irgendwie vielleicht nochmal nach den 100 Tagen versuchen zu beantworten. Ja, und ich finde auch einfach die Entscheidung, eben die Documenta zu splitten und einmal Athen, einmal Kassel, also das ist auch in vielen Interviews mit Adam Timczak zu lesen, dass es eben auch darum geht, so diese eurozentristische Ansichtsweise von Kunst oder auch, glaube ich, immer noch unsere Welt so ein bisschen zu brechen. Also dass es für ihn, dass er sagt, dass es nicht geht, dass man irgendwie jetzt einen Spiegel der Gesellschaft repräsentieren soll und dann nur aus Kassel, was in Nordwesteuropa liegt, kommentiert, sondern dass man eben auch noch einen anderen Standort, der vielleicht im Süden eher liegt, dazu zieht. Also dass es eben nicht mehr diesen Eurozentrismus gibt. Und auch noch, worüber sich auch eben auch jetzt viele Journalisten nach den ersten paar Tagen aufgeregt haben, dass es eben viel weniger bekannte Künstlerinnen sind, sondern ganz viele Künstler aus indigenen Stämmen, die vielleicht jetzt nicht so bekannt sind oder wo da scheiden sich die Geister, wo die Werke vielleicht auch gar nicht so spannend sind, wo es aber eher um die Person und den Kontext geht, dass man eben auch andere Kreise mit einbezieht und nicht immer diesen Europa-USA-Bezug hat. Und das hat ja auch, finde ich, ganz viel mit der Euro-Krise und Griechenland und so zu tun, dass es eben um Wirtschaft und Geld letztendlich geht und nicht um Einbeziehung von verschiedenen Positionen und Verständnis. At the end of the day, there are many conversations that need to be sparkled, that need to be started. We cannot have them all in one Documenta, unfortunately. But also fortunately, because it leaves us time to mature our ideas. What they're thinking today might not be the same thing they'll be thinking in 2 years. Maybe before the next Documenta, they will be paid or not. Or maybe they would, maybe this situation will evolve, positively or negatively. But that's the beautiful thing about time, is that it is not static. It will evolve, and so will people, and so will ideas, and so will situations, and then we'll see.